Moinsen. Ja, Leute, ich habe heute eigentlich kein bestimmtes technisches Thema. Ich will einfach nur wissen, weil früher, als ich angefangen habe zu fahren, da gab es in jeder Spedition einen Cowboy, also so richtig, wie man es aus die Trucker-Filme gesehen hat, da, also wie hieß er, der Konvoi zum Beispiel, da mit Cowboy-Hut, Weste und so weiter und natürlich auch mit Jeans und Cowboy-Stiefeln, gab es in jeder Spedition mindestens einen vor 30 Jahren. Ne? Und heute sehe ich keinen mehr. Heute sieht man nur noch Fahrer mit Jogginghose und Flipflops. Ne? Das nervt mich total. Also früher haben wir ja immer gelacht über die Cowboys, ne? Aber ich werde mal sagen, die waren mir lieber, als wie das aussieht. Die Hose ist 3 Nummern zu groß, ist seit 6 Wochen nicht gewaschen worden. Wenn du die in die Ecke stellst, dann bleibt sie stehen vor lauter Dreck. Und dann noch diese räudigen Flipflops dazu. Ne? Also da kriege ich so einen Kopf, ne? Da könnte mir der Kragen platzen. Ne? Ich weiß ja, dass es schwierig ist, wenn man unterwegs ist und man hat keine Möglichkeit, die Klamotten zu waschen. Ne? Aber das ist auch nur eine Ausrede. Ich habe mal aus dem Berger-Katalog so eine Waschmaschine gekauft, so mit der Kurbel zum Andrehen für Camping-Waschmaschine, da tust du rein. Da brauchst du nicht einmal heißes Wasser dazu, sondern kaltes Wasser reicht da und das Waschmittel dazu und dann wird die oben luftdicht verschlossen und durch das Kurbeln entsteht da dann ein Überdruck, weil es ja schraubt innen drin und da wird alles einigermaßen sauber, also gut. Extreme Ölflecken und solcher Dreck geht natürlich nicht raus. Ne? Das kriegst du da mit der normalen Waschmaschine nicht raus. Aber zumindest so weit, dass die Klamotten wieder ansehnlich sind. Also das war bei uns eigentlich normal. Ne? Dass wir da nicht 6 Wochen lang mit derselben Hose gefahren sind. Ne? Und diese Flipflops oder was ihr auch hast, das sind diese Clogs. Ja, erstens mal sind sie verboten. Zweitens mal sind sie gefährlich, weil du da abrutscht von den Pedalen, da fährst du besser barfuß, da hast du mehr Gefühl drin und rutscht zumindest nicht ab, so wie mit diesen blöden Glocks und dann können sich die verheddern zwischen die Pedale. Ne? Also da würde ich nur abraten davon, so Zeug da. Ja, und um wieder zu den Cowboys zurückzukommen, die mit ihren Cowboy-Stiefeln, ne? Ja, ich finde die Cowboy-Stiefel unbequem für mich. Ich habe es mal ausprobiert. Ich habe das keine halbe Stunde drin ausgehalten, weil die vorne so spitz zulaufen. Da werden die Zehen so eingequetscht, das kann ich gar nicht leiden. Ne? Aber wer sich daran gewöhnen kann, okay. Aber ich finde es ja schon aus dem Grund falsch, weil man da ja der Fuß keine Luft kriegt. Ne? Ja, und mit Flipflops kriegt der Fuß mehr Luft, aber das ist halt schlecht, weil du rutscht von der Bremse ab, landest im Graben und so weiter. Ne? Also ich nutze ja immer so Sandalen, die hinten auch einen Riemen haben. Ich kann es jetzt gerade nicht filmen während der Fahrt, ne? Aber so gelenkig bin ich jetzt nicht, um den Fuß hier in die Kamera zu halten. Aber da hat man genug Luft und die sind sogar zulässig laut Berufsgenossenschaft, weil die ringsrum zu sind, also mit Riemen und so, da kannst du nicht, der kann nicht versehentlich beim Bremsen vom Fuß rutschen, der Schuh. Ne? Da müssen wir mal eine Sondersendung machen über Schuhe, ne? Darauf wollte ich jetzt eigentlich gar nicht raus. Ne? Ich wollte eigentlich nur fragen, wo sind denn die Cowboys geblieben? Sind die alle schon in Rente? Ne? Ich meine, gut, vor 30 Jahren, das waren ja die Cowboys, die Trucker aus den 70er Jahren. Ne? Wann war dieser Film Konvoi? Irgendwas, die 70er Jahren, ne? War der mal neu.
Und als ich angefangen habe, da waren die Kerle damals auch schon um die 40 rum. Naja gut, dann sind die jetzt 70, sind die schon in Rente. Ne? Aber es sind keine mehr nachgekommen. Warum? Oder sieht man sie nur nicht? Oder fahren die nicht mehr Lastwagen, machen die was anderes? Aber ich finde es immer noch besser als wie diese Herrschaften mit ihren Jogginghosen und Flipflops. Das kann ich gar nicht leiden. Das sieht so assig aus. Ne? Da könnt ihr mich jetzt steinigen, wenn ihr zu den Leuten gehört, ne? Aber ich mag es halt nicht. Ne? Aber wenn man fährt, rechts abbiegen auf die A4, dann rechts halten. Aber wenn man fährt, kann man doch sich einigermaßen anständig kleiden. Ja, und ich fahre jetzt nicht über die Mautstrecke, du hast doch einen Vogel. Das Navi will mich schon wieder über die Mautstrecke schicken, aber ich weiß ja hier die Nebenstrecke und ich habe ja Zeit. Da wo ich jetzt hinfahren tue, da kommt es nicht drauf an, ob ich jetzt da 10 Minuten später ankomme. Außerdem gefällt mir die Strecke hier besser mit den vielen Kurven. Das ist eine schöne Strecke. Da bleibt er mal dran, schaut mal weiter zu. Versucht die noch ein bisschen mitzufilmen hier, soweit es geht. Ich bin die schon öfter gefahren hier, die Strecke, also Der Straße Arnsdorf folgen. wunderbar. Arnsdorf, jetzt hat sie doch die Nebenstrecke gefunden. Ne? Zum Glück fahre ich schon so lange, dass ich alle möglichen Strecken kenne. Ich habe das Navi jetzt eigentlich nur eingeschaltet, weil die Straße und die Hausnummer, wo ich da jetzt hinfahren muss, das weiß ich nicht, weil ich weiß zwar, wo die Ortschaften sind, ne, und wie ich da hinkomme, aber die genauen Adressen weiß ich da natürlich dann auch nicht auswendig. Ne. Und da fällt mir eine kleine Anekdote ein. Ich bin ja früher also mal nach Hamburg gefahren, ne? Und da bin ich auch nicht mehr nach Stadtplan gefahren. Ich war schon so oft dran. Erstmal haben mir die Kollegen gezeigt, wie man fahren muss. Und ich habe mir dann da ein paar markante Punkte gemerkt. Und da war so ein Hochhaus, das hat so eine grüne Glasfassade gehabt. Und da wusste ich immer, wenn ich das Haus mit dieser grünen Glasfassade sehe, dann muss ich da dann rechts abbiegen. Ne? Ja, und dann bin ich mal ein paar Monate nicht mehr in Hamburg gewesen. Ne? Und dann fahre ich da wieder hin und ich fahre. Und jetzt denke ich mir, da stimmt da irgendwas nicht. Ne? Wir müssten doch schon längst da sein. Wo ist denn das Haus, wo ich immer abbiege? Ne? Da haben die Simpel dieses Hochhaus abgerissen in der Zwischenzeit. Ne? Ach, guck mal da, eine alte Feuerwehr. Und da haben die das mittlerweile abgerissen gehabt, ne? Und ich wollte mich da immer orientieren. Also an dem grünen Hochhaus biegst du rechts ab und da war kein grünes Hochhaus mehr. Ne? Und da bin ich halt geradeaus weitergefahren und dann ganz woanders hingekommen. Ne? Früher hat man noch kein Navi, sondern da hat man noch die Falkpläne, die Landkarten, die Stadtpläne. Man hatte natürlich nicht von jeder Stadt einen Stadtplan dabei, ne, weil die haben ja 10, 20 Mark gekostet. Ne. Und dann bist du halt auch mal Pi mal Daumen gefahren und so waren so Sachen wie Gartenstraße oder irgendwelche technische Namen wie Otto-Hahn-Straße oder so, die waren immer irgendwo im Gewerbegebiet. Ne. Und dann bist du halt die verschiedenen Gewerbegebiete erstmal abgefahren und hast da geguckt, ne, wo das ungefähr sein könnte. Manchmal hast du ja irgendwo einen Parkplatz gehabt, wo so ein Stadtplan, so ein Übersichtsplan war. Ja, und wenn es gar nicht anders gegangen ist, hast du dann an der Tankstelle angehalten und gefragt. Ne? Und
da ist es mir immer so gegangen, wenn ich das erste Mal wo war und ich bin falsch gefahren, da waren zum Beispiel 2 Gewerbegebiete und ich bin erst ins Gewerbegebiet 1 gefahren und da war es falsch, die Adresse war da im Gewerbegebiet 2 und ich bin da Monate später wieder zu der Firma hingekommen, da bin ich wieder ins Gewerbegebiet 1 gefahren, weil ich mir das irgendwie in Erinnerung hatte, da bist du das letzte Mal da abgefahren, ne? Und als ich da nicht gefunden habe, ist mir eingefallen, nee, das war ja das letzte Mal auch schon falsch, ne? Und so passiert es halt immer. Ja, und ich sehe gerade, jetzt habe ich noch 10 Kilometer. Gleich sind wir da. Also ich wollte jetzt eigentlich nur kurz das Thema Cowboys aufbringen. Warum gibt es heute keine Cowboy-Trucker mehr? Ne? Oder sehe ich die nur nicht? Oder liegt es daran, dass es kaum noch deutsche Fahrer gibt und die Osteuropäer nicht so Cowboy-mäßig unterwegs sind, ne? Dass die halt, wenn im Ostblock die Fahrer, die da groß geworden sind als Kinder, noch die, was weiß ich, Sowjetunion oder was erlebt haben, da gab es ja die ganzen Westfilme nicht, ne? Die Westernfilme oder die Konvoi oder so, das hat es da drüben bestimmt nicht gegeben, dass man sich den Film anschauen konnte. Ne? Und da ist eben die Affinität da nicht dazu gekommen. Obwohl, ich muss sagen, in der DDR war es eigentlich auch üblich. Da gab es ja auch diese Cowboys und Indianer, da diese Karl-May-Fangemeinden da. Ne? Obwohl, die haben sich dann eher mehr als Indianer verkleidet, weil das wurde dann von der Obrigkeit geduldet, weil die Indianer waren ja die Guten, die von den bösen Kapitalisten unterdrückt wurden. Ne? Und schreibt mal unten in die Kommentare, ob ihr noch einen Cowboy-Fahrer kennt oder ob ihr selbst einer seid oder wart. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und tschüss.